Willkommen zu Off Hoch 2 Dialog. Heute aus Tokio. Ja, was ich nicht alles mache. Ja. Also Japan. Hinter mir seht ihr den Stadtteil Shibuya mit der Alle-Gehen-Kreuzung. Die ist relativ bekannt. Da kommen auch die Touristen her, um sich das anzugucken. Besonders nachts spannend. Wir bewegen uns jetzt aber gleich für ein Interview ungefähr 8 Kilometer auf die andere Seite der Innenstadt und besuchen Tak Koyama. Der betreibt hier ein Ladengeschäft mit dem Namen Retro 8 und das kümmert sich genau um Analogfilm und alte Medien. Ja, den besuchen wir jetzt und schauen uns mal an, wie der Laden aussieht, und ich werde ihm natürlich ein paar Fragen stellen. Herzlich willkommen aus Deutschland. Dankeschön, lieber Tak. Ja. Ich freue mich sehr, dass ich da sein Bitte kann. entschuldige mein schlechtes Deutsch. Japanischer Akzent, schlechtes Deutsch. Du sprichst fantastisch Deutsch. Ich bin nur ein bisschen. Ja. Und außerdem ist dein Deutsch so viel besser als mein Japanisch. Ich kann nur gut Bier bestellen, nur so. Ah ja, klar. Das kriege ich auf Japanisch wahrscheinlich auch noch vielleicht hin. Ja. Gut. Ja, ich freue mich sehr, hier sein zu können in Tokio in deinem Geschäft Retro 8, das du seit 1997 führst. Was bietest du denn deinen Kunden hier an? Ja, eigentlich, wir machen immer noch so Geräte verkaufen, ankaufen, Reparatur, Filme verkaufen, Entwicklungs- und Abtastung. Und das hat nichts zu tun mit Filmen, aber alte System Videotape zu überspielen, auch digital für Sender. Ne? Ja. Du hast gesagt, ihr repariert Projektoren auch. Ja. Dann Super 8 Projektoren hauptsächlich, oder? Und wie viele repariert ihr da? Wie viele gehen durch eure Werkstatt ungefähr durch? Also Projektor heißt meistens Super 8 Projektor. Durchschnittlich 1 oder 2 Projektoren pro Tag reparieren wir. Ja. Das ist recht viel. Wer setzt denn hier in Japan heutzutage noch Super bzw. Single 8 ein und wofür? Anfang, es gab 3 Generationen, so wie Uni-Student oder gegen 40 Jahre alt Generation und über 60, 70 Jahre. Der Grund ist, für die Studenten, analoge Film ist etwas neu. Das ist nach digital. Ja. Und 40er Jahre alte Generation ist die Generation, sie wollten immer mit Film drehen, aber Gerät ist weg, Film ist weg und Entwicklung ist weg. Dann sie möchten wieder anfangen, wiederholen, was ihre Traum zu. Ja? Und die letzte über 60er Jahre alt Leute sie möchten weitermachen, was sie früher gemacht haben. Ja. Aber heute, diese alte Leute sind leider langsam gestorben. Und die 40er Jahre Generation ist noch älter geworden. Und heute nur so Studenten, so Studentinnen gefällt Super 8 sehr gut. Sie finden, das ist sehr cool. So wie so wie Tonband, Kassettentape oder Schallplatte. Ja, das ist eine Renaissance von Technik. Ja.
Bei uns wird es auch noch teilweise im professionellen Bereich eingesetzt für diesen Retro-Look, hauptsächlich zum Beispiel bei Musikvideos. Ja. Und dann haben wir noch eine Gruppe von Experimentalfilmern, die auch schon älter sind, die immer noch damit arbeiten und das genießen. Ja, das ist bei uns auch genauso. Ja. In den 70er Jahren bis Anfang der 80er Jahre waren Filmkopien auf Super 8 in den USA und in Europa sehr populär. War das in Japan auch so? Ja, in Japan auch so. Und wir haben zwei Kategorien, so Auslandsfilme, so wie Star Wars oder Walt Disney und so. Und auch wir hatten unsere eigene Filme, Spielfilme, 8mm Version. Ne? Ja. Und wo würdest du sagen, was war populärer? Die internationalen oder die japanischen Originalproduktionen, oder war das eigentlich gleich? Das ist eigentlich gleich. Aber dieser Preis von jeder Filme war damals schon 10.000 Yen. Das ist so 70 Euro oder so, 80 Euro, ne? Damals. Ja, damals bestimmt im Verhältnis. Ja. Ja. Also ich habe durchgerechnet, bei uns damals hat eine 17-Minuten-Fassung ja 150 D-Mark gekostet. Das wäre hochgerechnet durch die Inflation heute 300 Euro. So. Und da war aber das Durchschnittseinkommen niedriger als heute. Also auch hier natürlich auch ganz teuer. Gab es ein bestimmtes Genre, das besonders populär war, wo besonders viele Filme angeboten wurden? Ich glaube, privat Einkauf von dieser Filmen war weniger, sondern Stadt oder Kindergruppe oder Elternsgruppe in eine kleines Dorf kaufen, also bezahlen sie einander klein Geld und kaufen sie einen Film und am Wochenende machen sie Privatkino. Ganz interessant. Ja, das gab es meine Zeit, als ich 10 oder so. Ja. Jede Stadt hat eine Kindergruppe oder und sie haben ab und zu etwas so Fest oder Heimkino oder so. Also gar nicht so sehr das private Besitzen, sondern mehr die Gesellschaft, die kleine Gruppe, die sich das dann für alle hinstellt und es dann gemeinschaftlich konsumiert als besonderes Erlebnis. Spannend. Gibt es in Deutschland auch sowas nicht? Kindergenossenschaft oder wie sagt man? Ja, es gab, sagen wir mal, es gab also diese Kauffilme, die waren tatsächlich für den Privatgebrauch. Die Leute haben es wirklich gekauft und ins Wohnzimmer, ins Regal gestellt. Aber für Einrichtungen wie Schule und so weiter, Kindergarten und so weiter. Kindergarten, glaube ich, da wurden keine Filme gezeigt, weil die haben gesagt, das ist noch zu früh. Aber Schule und so weiter, da gab es ein Verleihsystem. Das waren dann viele Lehrfilme, die dann auch im Unterricht gezeigt wurden. Oder aber eben auch dann pädagogisch wertvolle Spielfilme, die dann gezeigt wurden. Aber kein Star Wars oder sowas. Das war dann in eine andere Richtung. In Deutschland gab es verschiedene Konfektionsgrößen, ich denke hier auch. Besonders populär waren 120 Meter, 17 Minuten. Es gab ein Akt, es gab aber auch 2 Akter, 3 Akter und 4 Akter. War das hier auch so oder waren die dann eher kürzer? Oder war das? Das kommt darauf an, da wie gesagt, jedes Film war so teuer. Meistens haben sie ganze Spielfilm mit 60 Meter. So, 60 Meter, das ist die, ich glaube, populärste Länge. Okay. Aber es gab doch 120, 240 oder zweite oder dritte Rolle. Akten gab es auch. Aber eher die Ausnahme, mehr die kleinen. Ich zeige dir später. Gerne. Wann endete denn in Japan das Interesse an
Filmkopien auf Super 8. Wann endet? Ja, wann war Ich glaube, als VHS gekommen ist. Auch in Deutschland, oder? Ja, also in Deutschland war es so, dass 1982 die letzten Massenproduktionsfilme auf den Markt gekommen sind und dann war Schluss. Danach kamen dann Filme für den Sammler, der dabei geblieben ist, aber das waren immer dann kleine Auflagen. Und meistens ganzer Film dann für den Preis eines Gebrauchtwagens. Ja, das ist genauso. Ja. Und ich wollte etwas dazu sagen. Ja. In Deutschland oder Europa oder USA gab es mehr Magnetikband für Ton. Ja. Aber wir haben mehr Optikal. Ja, interessant. Ja, aber natürlich mit Optikal kann man billiger produzieren. Genau. Ja, ne? genau. Bei uns gab es auch Filme mit optischen Ton, aber nicht so viele. Ach so. Ja, gab's schon. Es gab auch Projektoren dafür. Bei uns ist ungefähr so 90% oder 95%. Ich habe sogar dieser Spezialgerät. Kopiemaschine mit Optikalton. Und funktioniert noch? Ich weiß es nicht. Man braucht eine frische Film. Ja, das stimmt. Ja. Wow. Hast du denn selbst noch Filmkopien gelagert? Ja, viele. Was heißt viele? So viele, ungefähr 200 Rollen oder so. 200 Rollen? Ja. Und da gibt es heutzutage noch Abnehmer dafür hier in Japan oder interessiert sich da keiner mehr dafür? Doch, es gibt viele Leute, die möchten Vergangenheit recherchieren oder alte Filme sehen. Ja, und wir haben viele Besuch aus Ausland. Zum Beispiel, es gab einen Film über China in 1970er Jahren. Alle tragen so Uniform mit Fahrrad und so. Ne? Ja. Diese Bilder kann man nicht mehr heute sehen. Aber wir hatten diesen Film mit Super 8 und ein Hongkong-Chinesen ist hergekommen und gekauft. Okay. Ja. Und das war dann ein Spielfilm oder war das eine private Spielfilm? Aufnahme? Ja. Okay. Gut. Ja, dann sind wir fast schon am Ende des Interviews. Meine Frage, die ich immer gerne zum Schluss stelle: Was bedeutet Super 8 für dich? Tja, das ist eigentlich sehr lange Geschichte. Hast du neulich diesen Spielfilm von Steven Spielberg gesehen? Fabelmans. Ja. Hat es in Deutschland auch gezeigt? Ja. Meine Geschichte ist genauso wie er. Okay. Ich war in der Schule immer so, wie sagt man, nicht populär, immer so klein, wenig sprechen und immer so scheu und so. Aber mein Hobby war Super 8 immer. Ja? Und als ich 15 war, ich war in der Mittelschule, einmal im Jahr, alle Schule hat ein Fest und jede Klasse muss etwas machen. Unsere Klasse hat kein Thema, kein Plan. Dann hab ich gesagt, ich kann Super 8 Kino machen. Und alle hatten keine Lust, aber ich habe alles so selber produziert und so. Das war sehr guter Erfolg. Und ich bin plötzlich sehr populär geworden. Das ist genauso dieser Film. Und das ist die Nummer 1. So, ich wollte sagen, wenn ich so Problem habe, Super 8 hat mir immer geholfen. Ja. Und danach, ich bin erwachsen geworden und ich habe viele verschiedene Jobs gewechselt, aber kein Job hat mir gut gefallen. Und dann habe ich diesen Super 8 Shop geöffnet. Das ist so populär geworden und ich bin so total happy. Und alle
Kunden sind auch sehr froh und immer Super 8 ist ein guter Freund von mir. Ja. Das hört sich toll an. Ja. Lieber Tag, vielen herzlichen Dank für das Interview. Nicht zu danken. Ja, das hat großen Spaß gemacht. Hoffentlich, du hast mein schlechtes Deutsch verstanden. Ah, super. Und allerdings, das ist, denke ich, eine Frage, die kommen wird. Ja. Wo kommt es denn her, dass wir so toll miteinander reden können? Weil Deutsch ist jetzt nicht unbedingt so die selbstverständliche Sprache in Japan. Ja, als ich so Teenager war, ich war in den USA. Ich habe Lebens in den USA gesehen, gelebt mit amerikanischer Familie und Englisch gesprochen. Und dann habe ich gedacht, Englisch ist nicht die einzige Sprache in der Welt. Das ist schon genug. Ich wollte etwas andere Richtung gehen. Und dann ich habe überlegt, ich mag Kamera, Super 8 und ich mag Autos, technisch, Deutschland. Warum nicht? Das ist der Grund. Dann ich habe Germanistik studiert in der Uni. Ja. Jeden Tag Deutsch, Deutsch, Deutsch. Das war so langweilig. Als Studium Deutsch ist sehr langweilig eigentlich. Es tut mir leid. Aber in der Schule war es auch langweilig für uns Schüler. Aber ich habe Geld gespart und ich bin mit dem Rucksack nach Europa geflogen, alleine. Und ich habe viele Deutsch kennengelernt. Und sogar ich habe in einer deutschen Familie gewohnt. Und langsam habe ich verstanden, was sie sagen auf Deutsch. Anfangs konnte ich gar nichts. Und dann langsam. Das ist schon lange her. Das ist schon seit 86. Ja. Ja, fantastisch. Also ein Sprachgenie. Ja, wir können nur dankbar sein, sonst wäre das nämlich nicht jetzt so super gelaufen. Also ein tolles Interview. Wie gesagt, vielen herzlichen Dank. Danke. Ich wünsche dir auch viel Erfolg mit deinem Ladengeschäft, dass es weiter so toll läuft. Danke. Und ja, wir sehen uns bald wieder auf Hoch 2 in 2 Wochen mit dem nächsten Beitrag. Ja. Ciao. Tschüss. So, das war jetzt ein interessantes Gespräch, total nett. Das Ladengeschäft Retro 8 besteht interessanterweise aus 3 voneinander getrennten Räumen, die alle über die Straße zugänglich sind. Die haben auch dann eine Nummerierung A, B, C. Der eine Raum ist im Grunde genommen ein Labor, ein Entwicklungslabor. Er kann Super 8 Filme, Schwarz-Weiß-Material und Farbmaterial entwickeln, hat die Geräte dazu. Und auch noch andere Analogfilmmaterialien kann er da entwickeln. Der zweite Raum dreht sich um die Digitalisierung von altem Videomaterial. Also da hat er ganz viele verschiedene Standards, die er quasi digitalisieren kann, was er auch dann für Sendeanstalten zum Beispiel macht. Und der erste Raum ist im Grunde genommen das Ladengeschäft mit dem Verkaufstresen, gleichzeitig aber auch so eine Art Lager. Ja. Und er hat eben, wie er auch schon gesagt hat, Super 8 Filme im Verkauf. Ja. Ich habe hier auch tatsächlich 2 so kleine Rollen hier erstatten. Die gehen natürlich dann bei mir auf den Kanal zu gegebener Zeit. Und dafür eine waschechte Quittung bekommen. Ja, ich habe hier eine waschechte Quittung bekommen. Das heißt, im Grunde genommen, ich kann da Super 8 Filme kaufen und damit ist es einer der letzten Super 8 Shops der Welt. Gut, so viel dazu. Ich verabschiede mich jetzt nochmal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr diesen Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und bis zum nächsten Mal auf Hoch 2.